Willkommen zu diesem Tutorial, das zeigen soll, wie man Real Displacement Textures, nachfolgend RDT genannt, in Vue verwenden kann. RDT zeichnen sich aus durch eine hohe Auflösung und echte Displacement-Informationen. Was ist damit gemeint? Normalerweise generieren Programme die Displacement Maps aus den Graustufeninformationen der Farbtexturen und legen die Höhenunterschiede aufgrund von Helligkeitsinformationen fest. Diese Helligkeitsinformationen entsprechen aber nicht immer den realen Höhenunterschieden. Hier ein vereinfachtes Beispiel. In dieser Szene sieht man zwei Quader, die auf einer Fläche stehen. Beide Quader haben die gleichen Maße und unterscheiden sich lediglich dadurch, dass sie unterschiedliche Farben haben. Der linke Quader ist etwas heller, der rechte Quader etwas dunkler. Die Höhe ist aber bei beiden Quadern identisch. Würde man diese Szene jetzt von oben fotografieren und daraus eine Textur erstellen, sähe die Displacement Map in nahezu allen Fällen so aus wie hier auf der linken Seite. Dadurch, dass die Graustufeninformationen der Farbtextur verwendet werden, um eine Displacement Map zu erstellen, werden die Helligkeitsunterschiede dann auch in die Displacement Map übernommen. Das bedeutet, der linke, hellere Quader würde dann automatisch beim Erzeugen des Displacements eine größere Höhe haben als der rechte Quader, der dunkler ist. Die Szene wäre also nicht mehr real abgebildet, da es zu einem starken Höhenunterschied zwischen den beiden Objekten kommen würde. Bei RDT sieht die Sache anders aus. Hier ist in den Displacement Maps die tatsächliche Höhe der beiden Objekte hinterlegt. Sie haben also beide den gleichen Graustufenwert und werden dann später bei der Anwendung des Displacements auch gleich groß dargestellt. Des Weiteren kommen die RDT mit einer Vielzahl von Maps hier auf der linken Seite zu sehen. Leider unterstützt Vue noch keine BPR-Texturen, sodass nicht alle Maps korrekt verwendet werden können. In zukünftigen Vue-Versionen soll dies aber vermutlich dann möglich sein. Hier rechts ein Beispiel, wie man momentan im Funktionseditor von Vue die Maps sinnvoll verknüpfen kann. Das nächste Problem in Vue ist, dass man meist keinen direkten Einfluss auf die konkrete Anzahl der Polygone bzw. Subdivision hat. Der Basic-Quader rechts besteht zum Beispiel nur aus 6 Polygonen. Damit per Displacement überhaupt Strukturen erzeugt werden können, bedarf es aber einer stärkeren Unterteilung der Fläche in Subdivisions, also mehr Polygone. Je mehr, umso feinere Strukturen sind möglich. In vielen 3D-Programmen kann man die Anzahl der Subdivision, wie zum Beispiel im linken Würfel, genau festlegen. In Vue geht das leider nicht. Nachfolgen nun ein paar Tipps, wie man in Vue dennoch gute Ergebnisse erzielen kann. Beginnen wir mit einer Bodentextur für eine Nahaufnahme. Die Benutzung der Basic-Objekte hier, wie zum Beispiel Würfel oder Plane, fallen aus, denn es macht ja keinen Sinn, da wir dafür keine Subdivisions festlegen können. Daher verwenden wir ein prozedurales Terrain. Hier lassen sich zwar auch keine konkreten Anzahlen der Subdivisions festlegen, Vue generiert aber automatisch beim Rendern eine recht hohe Anzahl davon, abhängig vom Abstand zur Kamera. Ich beginne also damit, dass ich erstmal ein Terrain erstelle. Da ich auf eine realistische Skalierung Wert lege und ich jetzt hier eine Nahaufnahme machen möchte, setze ich die Skalierung des Terrains auf 5 Meter mal 5 Meter. Dann öffne ich den Terrain-Editor und mache das gesamte Terrain erstmal flach. Nun wandle ich dieses Standard-Terrain um in ein prozedurales Terrain. Die Auflösung hier spielt für den späteren Render überhaupt keine Rolle. Es hat nur Effekt auf die Vorschau hier im Editor und damit man halbwegs ein bisschen was erkennen kann, setze ich das jetzt mal hoch auf 1024. So, nun gehe ich hier auf den Tab für Prozedural
öffne den Funktionseditor und füge einen Node für die Projected Texture Map ein. Hier lade ich jetzt die Displacement-Informationen. Dazu wähle ich hier die DevMap aus. In meinem Fall jetzt nehme ich die 8K-Textur. RDT kommt sowohl mit 4K-Texturen als auch 8K-Texturen. Bei den 8K-Texturen habe ich dann logischerweise einen deutlich höheren Detailgrad. Der Einsatz dieser empfiehlt sich allerdings erst, wenn man mindestens 16 GB Arbeitsspeicher hat. So, wenn die Displacement-Textur geladen ist, setze ich den Interpolationstyp noch auf bilinear und verbinde die Displacement Map mit dem Ausgangsnode für die Höhe. Dann bestätige ich das Ganze mit OK. Und wir sehen eine erste Preview im Terrain-Editor. Das sieht allerdings noch ein wenig gruselig aus. Das erste, was ich mache, ich halbiere die Skalierung. Der Hintergrund ist folgender: Die Texturen entsprechen ungefähr einer Größe von 2 bis 3 Metern in der realen Welt. Ich habe ja hier ein 5 x 5 Meter Terrain, also halbiere ich die Skalierung, damit die Terraingröße und die Texturgröße entsprechend realistisch ist. So wie man sieht, sind die Höheninformationen noch deutlich zu intensiv. Das mildere ich ab, indem ich hier den Filter verwende. Dazu gehe ich jetzt sehr stark hier runter. Welchen Wert man da nimmt, dafür gibt es jetzt keine allgemeingültige Lösung, sondern das muss man im Prinzip bei jeder Textur selber herausfinden. Manchmal ist ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger genau richtig. Ja, und wenn ich mich jetzt hier ranzoome, sieht man, dass ich im Prinzip schon auf realistische Höheninformationen komme. Ich bestätige das Ganze mit OK. Mein Terrain befindet sich hier unter der Grundlinie, deswegen gehe ich damit ein bisschen hoch. Ja, und jetzt setze ich die Texturen ein. Dafür gehe ich in den Materialeditor, wähle hier per Rechtsklick den Funktionseditor aus, entferne alles, was hier drin ist und setze wieder eine Projected Texture Map. Hier lade ich dann die Farbinformation, also die Color Map. Auch hier wähle ich wieder die 8K, weil ich da deutlich bessere Ergebnisse erziele. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich habe ja mein Displacement im Materialeditor auf die halbe Größe skaliert. Und das muss ich jetzt hier bei den Texturen auch unbedingt tun. Denn sonst stimmen die Texturen nicht mit dem Displacement überein. So, beim Interpolationstyp setze ich jetzt auch auf bilinear. Gerade bei den Color Maps empfehle ich aber, das bei den Texturen, die man verwendet, dann für die finalen Ränder auszuprobieren. Der Hintergrund ist folgender: Sobald ich eine Interpolation anwende, kommt es immer zu leichten Unschärfen in der Textur. Die Interpolation ist auf jeden Fall notwendig, wenn ich eine Textur vergrößere, also hochskaliere. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel einen Faktor 2 einsetze. Wenn ich die Textur allerdings nicht skaliere oder verkleinere, kann es häufig besser sein, wenn ich den Interpolationstyp auf None lasse, weil dadurch dann keine Interpolationsalgorithmen greifen und die Textur oft deutlich schärfer aussieht und detailreicher. Das muss man also von Fall zu Fall ausprobieren. So, ich verbinde die Map jetzt mit dem Ausgang für die Farbe, bestätige das mit OK, mache einen ersten Testrender und der wird noch relativ schlimm aussehen. Der Grund ist folgender: Wir haben nicht auf die Skalierung des Materials und auf den Mapping Mode geachtet. Darum gehe ich nochmal in den Materialeditor und sehe hier, die Skalierung war per Default auf 39 gesetzt.
Die muss jetzt wieder runter auf 1. Und hier im Mapping Mode gehen wir auf Object Parametric. Das ist sehr wichtig. Bestätigen das Ganze mit OK und machen nochmal einen Testrender. Und jetzt sieht die ganze Sache schon wesentlich besser aus. Viele Texturen werden abhängig von der eingestellten Atmosphäre und den Gamma-Werten irgendwo ein Tick zu hell dargestellt. Darum gehe ich jetzt nochmal in den Materialeditor und ändere hier die Color Correction. Mache das Ganze ein klein wenig dunkler und gehe auch mit der Sättigung ein klein wenig runter. Weil immer wenn ich etwas dunkler mache, wirkt meistens auch die Farbe etwas zugesättigt. So, nun kümmere ich mich um die anderen Maps, die im Paket enthalten sind. Beginnen wir mit der Bump Map. Auch hier wieder ein Rechtsklick, um in den Funktionseditor zu kommen. Der Einfachheit halber kopiere ich jetzt hier diesen Node. Wähle jetzt hier die Bump Map aus. Skalierung wieder beachten und Interpolationstyp. Das Ganze verbinde ich hier mit dem Ausgang für den Bump und bestätige das Ganze mit OK. Und man sieht jetzt hier schon in der Vorschau, dass die Bump-Informationen viel zu intensiv sind. Darum setze ich die jetzt massiv runter, und zwar auf 0,001, also ein extrem geringer Wert. Alternativ könnte man auch hier wieder mit dem Filter arbeiten. Die Displacement Maps kommen schon mit sehr viel feinen Strukturen und die Bump Map ist im Prinzip dafür dann zuständig, wirklich noch die ultra feinen Mikrostrukturen etwas herauszuarbeiten und die ganze Sache noch etwas schärfer aussehen zu lassen. Als nächstes kümmere ich mich um die Highlights. Ich möchte keine globalen Highlights verwenden, die auf das gesamte Terrain Auswirkungen haben, sondern ich setze variable Highlights. Dafür öffne ich wieder den Funktionseditor, kopiere den Node und lade dafür jetzt die Glossy Map. Bei den Glossy Maps habe ich häufig zwei zur Auswahl. Einmal die Standard-Variante und einmal die High Glossy Map. Da sieht man schon, dass hier wirklich nur die Spitzlichter besonders herausgearbeitet sind und die Standardvariante ist mehr flächiger. Auch hier muss man wieder individuell ausprobieren, welche Variante bei der jeweiligen Textur in Vue am besten funktioniert. Ich nehme jetzt einfach mal die High Gloss Map, achte wieder auf meine Skalierung, den Interpolationstyp und verbinde das Ganze hier mit dem Ausgang für die Highlights. So sehen jetzt also meine Verknüpfungen für die Maps im Materialeditor aus. Ich bestätige das mit OK. So, die Highlights setze ich jetzt hier mal auf 50% und den werde ich ungefähr auf 40. Auch da muss man wieder von Textur zu Textur ein wenig experimentieren, was am besten rüberkommt. Ich bestätige das mit OK und nun mache ich einen weiteren Testrender und erhalte ein Ergebnis, mit dem man schon recht zufrieden sein kann. Ich habe also ultra feine Strukturen und insgesamt sieht das schon recht realistisch aus. Ich kann jetzt im Terrain-Editor noch ein wenig mit der Höhe experimentieren, um zu schauen, ob es besser aussieht, wenn ich das Displacement noch etwas intensiviere, sodass die Steine und Wurzeln noch etwas höher werden. Wenn ich noch etwas Unsauberkeiten im Displacement entdecke oder aber mir die feinen Strukturen nicht weit genug herausgearbeitet sind, dann gibt es im Terrain-Editor noch eine Funktion, und zwar den Quality Boost. Wenn ich den auf +4 zum Beispiel setze, dann wird die Anzahl der beim Rendern generierten Subdivisions verzehnfacht. Das heißt also, die Qualität nimmt noch einmal zu, die feinen Strukturen werden noch einmal etwas besser herausgearbeitet, aber man muss natürlich im Hinterkopf behalten, dadurch erhöht sich auch die Anzahl der Polygone massiv, was zu einer starken Erhöhung der Renderzeit führt. Da muss man dann halt abwägen, was man in Kauf nehmen möchte, also einen Kompromiss finden zwischen Qualität und Zeit. Wenn ich mit Texturen für Steine und Felsen arbeite, habe ich mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit A wäre, dass ich genauso vorgehe wie eben auch und für eine Felsformation oder ein Gebirge ein prozedurales Terrain verwende.
Ich habe also hier das gleiche gemacht wie vorhin auch. Im Terrain-Editor die entsprechende Displacement Map geladen, mit dem Filter die Höhe angepasst, die Skalierung eingestellt und was ich zusätzlich noch gemacht habe, ich habe mir hier noch ein paar weitere Höhenunterschiede reingemalt, indem ich einfach den Pinsel verwendet habe und dann hier noch ein bisschen rumgemalt habe, damit die ganze Sache noch etwas mehr nach Berge oder Felsen aussieht. Tja, dann wieder an den Texturen arbeiten im Materialeditor, also die entsprechenden Maps laden. Das hier ist in dem Fall eine unsinnige Verbindung, die hat Vue automatisch erzeugt. Die kann man entfernen. Und ansonsten wieder Color Map hier an den Color-Ausgang, Bump Map und die Map für die Highlights. Skalierung wieder beachten, ganz wichtig, auf Object Parametrics stellen und die Skalierung für das gesamte Material auf 1. Bump Map wieder sehr niedrige Werte, Highlights entsprechend variable Highlights mit der Glossy Map. Ja, und dann kann man einen Testrender machen, der in dem Fall dann so aussieht. Und nun kann man ans Feintuning gehen, die Höhenunterschiede ändern, die Strukturen intensivieren oder abschwächen und das Licht und die Atmosphäre entsprechend einstellen. Um einzelne Steine und Felsen zu erstellen, kann man zum Beispiel auch die mit dem Standard-Content von Vue gelieferten Steine verwenden. Hier ist darauf zu achten, dass man nicht unbedingt einen Stein auswählt, der eine sehr geringe Polygonzahl hat, weil man dann einfach mit dem Displacement keine feinen Strukturen erzielen kann. Es bietet sich also an, nach Steinen zu suchen, die eine hohe Polygonzahl haben, diese dann zu laden und die vorhandenen Texturen gegen RDT-Texturen auszutauschen und das Displacement im Materialeditor zu aktivieren. In vielen Fällen funktioniert das ganz gut. Der Nachteil ist allerdings, dass man keinen direkten Einfluss auf die Form der Steine hat. Darum hier nun eine alternative Methode. Ich erstelle erstmal hier so ein Basic-Objekt, einen Würfel. Diesen verforme ich etwas. Und weise ihm jetzt im Materialeditor eine RDT-Textur zu. Die ursprüngliche Textur entferne ich. Auch hier wieder eine 8K-Textur, damit ich möglichst viele Details bekomme. Die Skalierung lasse ich erstmal so und hier gehe ich beim Interpolationstyp auf Bilinear. Ich bestätige den Funktionseditor mit OK und gehe jetzt hier auf den Tab für die Bumps. Aktiviere das Displacement Mapping. Das ist sehr wichtig, dass ich erst im Tab für die Bumps das Displacement Mapping aktiviere und dann in den Funktionseditor gehe und die Displacement Map lade. Wenn ich umgekehrt vorgehe, dann wird mir Vue mit großer Wahrscheinlichkeit meine Displacement Map immer wieder aus dem Funktionseditor herauslöschen. Es ist also wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Erst Displacement Mapping aktivieren und dann in den Funktionseditor gehen und die Displacement Map laden. Hier intensiviere ich den Wert gleich ein wenig und deaktiviere erstmal das Bump Mapping, da Vue sonst die Informationen für das Bump Mapping aus der Displacement Map bezieht und das möchte ich nicht. Und ganz wichtig, jetzt hier oben wieder auf Object Parametrics umstellen. Und dann sieht man hier schon in der Vorschau, dass sich da displacementmäßig was tut. Und das Ganze sieht noch nicht sehr aufregend aus genau dem Grund, den ich eingangs dieses Tutorials erwähnt habe. So ein Standardobjekt hat einfach zu wenig Polygone, damit das Displacement ordentlich funktionieren kann. Darum wandle ich jetzt dieses Rechteck um in einen sogenannten Metablob. Das mache ich, indem ich hier auf diesen Button klicke. Und dann sieht man, dass sich auch gleich die Form verändert. Ja, und Metablobs sind Objekte,
Die funktionieren ähnlich wie prozedurale Terrains. Und zwar generiert Vue beim Rendern automatisch eine relativ hohe Anzahl von Polygonen. Die Anzahl selbst ist dann wieder abhängig von der Auflösung des Bildes und dem Abstand des Objektes zur Kamera. Ich mache mal einen Testrender. Ja, da sehen wir, dass das Displacement schon ganz gut funktioniert. Allerdings ist es stark verzerrt. Das ist ein Nachteil, wenn man mit Metablobs arbeitet, dass die Texturen recht verzerrt über das Objekt gelegt werden. Um das etwas auszugleichen, ändere ich die Skalierung noch ein wenig. Das hier kann ich entfernen, weil ich das Bump Mapping ja nicht über die Displacement-Textur machen möchte. So, Skalierung ändern. Und ich füge jetzt auch gleich die restlichen Maps mit dazu. Also die Bump Map, die Glossy Map. Die da wieder mit den Highlights verbinden. Mit OK bestätigen. Den Wert für die Bumps setze ich sehr, sehr niedrig. Highlights gehe ich hier mal auf 50. Und wie immer gilt, alles, was ich hier an Werten eingebe, sind nur Werte, die zur Anregung dienen. Das heißt, man muss bei jeder Textur mit jeder Skalierung selber ein wenig rumexperimentieren und per Try and Error testen, welche Einstellungen dann zum Schluss ein gutes Ergebnis bringen. So, dann gehe ich noch in die Color Correction und mache das Ganze einen Tick dunkler, damit die Lichter nicht so überstrahlen. Und machen wir nochmal einen Testrender und schauen uns an, wie es jetzt aussieht. Ja, und da würde ich sagen, da haben wir schon einen schönen Felsbrocken, mit dem sich wunderbar arbeiten lässt, der enorm detailreich ist und sehr natürlich wirkt. Und auch wenn wir sehr nah an der Kamera sind, werden wir sehen, dass der Detailreichtum enorm ist und sich wunderbar damit arbeiten lässt. Ja, und das sind alles nur Preview-Renders, also mit etwas Feinarbeit noch und korrekten Einstellungen von Licht, Atmosphäre lässt sich da noch einiges rausholen. Ein weiterer Vorteil von Metablobs ist übrigens, dass man auch mehrere Objekte miteinander kombinieren kann. Ich hebe die Gruppierung hier einfach mal auf, sodass wir wieder unser Standardobjekt erhalten. Dupliziere das Objekt, verforme es ein bisschen und drehe es und setze es jetzt in das andere Objekt hinein. Markiere beide Objekte und wandle sie jetzt gemeinsam in ein Metablob um. Ja, und so kann man sich dann aus verschiedenen Basic-Objekten wie Würfeln, Pyramiden, Kugeln und so weiter und so fort seine eigene individuelle Felsformation basteln. Man muss dann halt nur ein bisschen schauen, dass man die einzelnen Teile so anordnet und die Textur so skaliert, dass es zu möglichst wenig Verzerrung kommt. Da ist dann ein bisschen Feintuning gefragt. Ja, und das Ganze funktioniert auch mit Bäumen. Hier habe ich jetzt einmal einen klassischen SG-Baum genommen, also die Bäume, die bei Vue standardgemäß mit dabei sind und noch zur älteren Generation von Bäumen gehören. Das ist der Dead Tree, der im Prinzip im Basic-Content von Vue mit dabei ist. Und da habe ich mal die Originaltextur durch eine Rinnentextur von RDT ersetzt. Das ist also auch nur ein schneller Preview-Render. Wenn man dann noch etwas Feintuning betreibt, kann man da noch deutlich mehr rausholen. Wichtig sind jetzt hier nur zwei Dinge zu beachten. Erstens der Polycount. Das heißt, wenn ich so einen Original-SG-Baum nehme, dann sieht man schon, dass der sehr, sehr wenig Subdivisions hat. Das würde also für ein gutes Displacement nicht ausreichen. Darum gehe ich da in den Plant Editor und erhöhe hier oben den Polycount. Das heißt, ich klicke hier oben drauf, dann wird der verdoppelt und dann nochmal und dann nochmal. Wie hoch man das jetzt macht, hängt davon ab, wie detailliert das Displacement werden soll und was das eigene System in Sachen
Leistungsfähigkeit noch hergibt. So, dann sieht man schon, dass die Polygone jetzt wesentlich kleiner und wesentlich mehr sind, also wesentlich besser geeignet für ein akkurates Displacement. Und man sieht aber auch, dass die SG-Pflanzen sehr, sehr segmentiert sind. Und darum ist es wichtig, dass man, wenn man dann die Materialien im Materialeditor setzt, hier oben diesmal ausnahmsweise nicht Object Parametrics nimmt, sondern World Standard. Nur dann werden die Texturen hier einigermaßen zusammengebacken, sage ich mal. Ansonsten bekommt man extrem zerschnittene, kleine, segmentierte Einzelteile. Ja, und der Rest sieht dann genauso aus wie auch bei der Verfahrensweise mit dem Metablob. Also hier wieder die Color Map für die Highlights, die Gloss Map, die Bump Map und die Displacement Map. Skalierung wieder etwas angepasst, ein bisschen ausprobiert. Farben wieder etwas dunkler gemacht, etwas entsättigt. Mit den Werten etwas experimentiert, bis es funktioniert hat. Highlights gesetzt und das war's. Besser und natürlicher funktioniert es mit TPF-Bäumen, also Bäumen, die in The Plant Factory erstellt wurden. Dafür habe ich als Beispiel hier einmal die White Ash aus der TPF-Serie genommen. Mit der Originaltextur im Preview-Render sieht das Ganze dann so aus. Und wenn wir uns das Material mal anschauen, dann sehen wir, dass TPF-Pflanzen auch Normal Maps unterstützen. Das heißt, wenn wir jetzt hier die Texturen austauschen gegen die RDT-Texturen, dann können wir auch die Normal Maps einfügen, die im Texturpack von RDT enthalten sind. Auch der Polycount spielt wieder eine wichtige Rolle. Man sieht hier schon, dass die Polygone im Stamm relativ grob sind und die Anzahl sehr gering ist. Also auch hier müssen wir wieder eine Erhöhung der Polygonanzahl vornehmen. Und das macht man im Plant Editor. Und da findet man genau wie bei den SG-Bäumen hier oben rechts diese Funktion zum Erhöhen oder zum Absenken der Subdivision, also der Polygonanzahl. Der einzige Knackpunkt ist dieser gesamte Plant Editor wurde ursprünglich für SG-Pflanzen konzipiert und die TPF-Pflanzen erst später mit implementiert. Das hat leider zur Folge, dass wenn ich jetzt hier eine Erhöhung und eine Verringerung vornehme, mir die falsch berechnete Polygonzahl angezeigt wird. Also wenn ich jetzt hier einmal draufklicke zum Verdoppeln der Subdivisions, gibt es hier keine Änderung. Ich musste also ein bisschen im Blindflug arbeiten, aber erfahrungsgemäß ist es so, bei TPF-Bäumen mehr als 3 bis 4 Mal braucht man hier nicht draufklicken. Dann sieht man jetzt schon, es hat sich erhöht. Das wäre mir jetzt noch ein Tick zu wenig. Darum noch ein 4. Mal. Und das reicht dann auch in der Regel. Man sollte das auf keinen Fall übertreiben, denn man muss bedenken, man hat es ja hier nicht mit diesem kleinen Stück zu tun, was man jetzt hier im Ausschnitt sieht, was sich nahe der Kamera befindet, sondern man hat den kompletten riesigen Baum. Und wenn man da ein paar Mal draufklickt, dann landet man ruckzuck bei Bäumen, die dann irgendwie 50 Millionen Polygone haben, sodass man dann in der Pre-Rendering-Phase, wenn also die Geometrie erstellt wird, ruckzuck out of memory ist. Also für sehr hochauflösende Displacement-Strukturen in Baumstämmen sollte man dann wirklich mehr als 16 GB haben, beziehungsweise mit Stämmen arbeiten, wo obendran nicht noch ein riesiger Baum hängt, sondern sich vielleicht Stämme bauen, die ohne großes Astwerk sind und dann nah an der Kamera platziert werden. Ja, und so sieht dann für dieses Beispiel mein Setup im Materialeditor aus. Die Texturen habe ich ausgetauscht, hier oben wieder auf Object Parametric zurückgegangen, beziehungsweise es dabei belassen. Das war ja im Original auch so. Also nicht wie bei den SG-Bäumen, wo man unbedingt World Standard nehmen soll, sondern Object Parametric. Die Color Correction wieder vorgenommen, also etwas dunkler. Die Einstellung hier für das Displacement und Bump angepasst. Wieder mit variablen Highlights gearbeitet.
Und so sieht es im Funktionseditor aus. Color Map, Glossy, Displacement und die Normal Map für den Bump, Skalierungsanpassung und wieder bilinear. Hier dann nochmal die Testrender zum Vergleich, die Preview-Render. Das war die Originaltextur der TPF-Pflanze. Das ist die RDT-Textur ohne Erhöhung des Polycounts. So wird es also aussehen, wenn man keine zusätzlichen Subdivision anlegt. Das heißt, das Displacement kann hier nicht richtig arbeiten. Und so sieht es aus, wenn ich im Blend Editor 4-mal auf den Knopf für das Duplizieren der Polygone gedrückt habe. Das Ergebnis lässt sich auch noch verbessern, wenn man die Polygonanzahl noch weiter erhöht. Aber wie gesagt, hier immer schön vorsichtig sein, weil man schnell out of memory ist, da es sich ja hier um einen kompletten Baum handelt. Vielleicht noch ein Tipp für Anwender, die The Plant Factory als Programm haben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal bessere Ergebnisse in Vue entstehen, wenn ich die in der Plant Factory erstellte Pflanze nicht als TPF exportiere, sondern für diese Geschichten, die nah an der Kamera sein sollen und starkes Displacement haben sollen, vorher in ein Objekt umwandle und dann exportiere. Da habe ich manchmal bessere Kontrolle über die Subdivision und diese werden auch gleichmäßiger verteilt. Abgesehen davon kann ich als Plant Factory Besitzer ja dann auch überflüssiges Laub und Astwerk, was sich außerhalb des Bildes befindet, entfernen und somit vermeiden, dass ich bei der Pre-Rendering-Phase schnell out of memory laufe. Und zum Abschluss noch einmal die Vue-Szene, die wir zu Beginn des Tutorials gesehen haben. Hier ist im Prinzip genau das gemacht worden, was im Verlauf des Tutorials gezeigt wurde. Hier die Szene in Vue. Sie besteht also aus einem prozeduralen Terrain für die Bodentextur, bei der dann hier mit dem Pinsel noch entsprechende Unebenheiten hinzugefügt wurden. Die beiden Felsen hier links und rechts sind Metablobs und der Baumstamm hier in der Mitte wurde in The Plant Factory erstellt, mit einer RDT-Textur versehen und dann jetzt hier in Vue das Displacement aktiviert und auch die Zahl der Subdivisions noch einmal deutlich erhöht. So, ich hoffe, ich konnte ein wenig dazu anregen, mit den Texturen in Vue zu arbeiten. Man erreicht zwar in Vue nicht ganz die Renderqualität wie in großen Programmen à la Max oder Cinema, aber ich denke, ich konnte zeigen, dass man mit etwas Feintuning und Experimentieren durchaus entsprechende Ergebnisse erzielen kann. Insofern bin ich überzeugt, dass die Real Displacement Textures eine Bereicherung für jeden Vue-Anwender sind und wünsche viel Spaß und Kreativität bei der Arbeit mit diesen Texturen in Vue.